Stell dir vor, du wachst morgens auf und musst nicht arbeiten gehen. Nicht, weil du im Lotto gewonnen hast oder reich geerbt hast, sondern weil dein Geld für dich arbeitet. Deine Miete, deine Lebenshaltung, deine Freizeit, alles wird durch die Erträge deines eigenen Vermögens gedeckt. Viele Menschen träumen von genau diesem Punkt: finanzielle Freiheit. Doch die wichtigste Frage ist, wie viel Geld braucht man eigentlich, um das zu erreichen? Sind es 200.000 Euro, eine halbe Million oder eher 1 Million und mehr? In diesem Video schauen wir uns das ganz genau an. Mit realistischen Zahlen, verständlichen Beispielen und einem Plan, was du tun kannst, um Schritt für Schritt dorthin zu kommen. Ganz wichtig, das hier ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Was bedeutet finanzielle Freiheit eigentlich? Finanzielle Freiheit heißt nicht, dass du nie wieder etwas tust. Es bedeutet, dass du nicht mehr musst. Dein Einkommen kommt aus Kapitalerträgen, also Zinsen, Dividenden oder Mieten, statt aus deinem Job. Finanzielle Freiheit heißt, dass du aus deinem Kapital jedes Jahr so viel entnehmen kannst, wie du zum Leben brauchst, ohne dass dein Vermögen langfristig schrumpft. Und genau da kommt eine einfache Regel ins Spiel: die 4%-Regel. Die 4%-Regel einfach erklärt. Die Regel stammt aus der sogenannten Trinity Study, einer bekannten Untersuchung amerikanischer Finanzwissenschaftler aus den 1990er Jahren. Sie wollten wissen, wie viel Geld man Jahr für Jahr aus seinem Vermögen entnehmen kann, ohne Gefahr zu laufen, es im Ruhestand aufzubrauchen. Die Antwort lautete rund 4% pro Jahr. Das reicht, um deine Ausgaben zu decken, und dein Kapital bleibt durch Kursgewinne und Zinsen weitgehend stabil. Diese einfache Faustregel hilft dir, eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, wie viel du für deine persönliche Freiheit tatsächlich brauchst. Und ganz wichtig: Damit dieses Modell funktioniert, muss das Geld sinnvoll investiert werden. In breit gestreute und kostengünstige Anlagen, wie zum Beispiel ETFs. Wenn du noch kein Depot für ETFs hast oder ein besseres suchst, habe ich dir unter diesem Video meine persönliche Empfehlung verlinkt. Wie du den Betrag ganz einfach berechnen kannst. Die Formel hinter der 4%-Regel ist simpel. Benötigtes Kapital gleich dein Jahresbedarf mal 25. Wenn du also 30.000 Euro im Jahr benötigst, liegt dein Ziel bei etwa 750.000 Euro. Bei 40.000 Euro Jahresbedarf brauchst du 1 Million. Natürlich sind das Durchschnittswerte. Die tatsächliche Zahl hängt von deiner Lebenssituation ab. Wohnort, Lebensstandard, Steuern, Inflation und auch deinem persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Ein Minimalist auf dem Land verbraucht vielleicht 1.500 Euro im Monat. Einer Familie in München eher 4.000 oder 5.000 Euro. Dementsprechend schwankt das Zielvermögen stark von rund 450.000 Euro bis weit über 1,5 Millionen. Die Macht des Zinseszinses. Die gute Nachricht: Du musst nicht reich geboren sein, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Denn der wichtigste Verbündete auf deinem Weg ist die Zeit. Genauer gesagt, der Zinseszins. Wenn du regelmäßig Geld investierst, erwirtschaftet dieses Geld Gewinne, die du wiederum mit anlegst. Über Jahre und Jahrzehnte entsteht daraus ein exponentieller Effekt. Ein Beispiel. Angenommen, du sparst 500 Euro im Monat in einen breit gestreuten ETF. Mit einer durchschnittlichen Rendite von 7% pro Jahr, das ist in etwa das, was Aktienmärkte langfristig leisten, hättest du nach 30 Jahren rund 588.000 Euro. Eingezahlt hast du aber nur 180.000 Euro. Wenn du 850 Euro pro Monat investierst, wären es über 1 Million Euro. Bei Einzahlungen von insgesamt nur 306.000 Euro. Du siehst, das Beste ist, der größte Teil dieses Vermögens entsteht nicht durch Einzahlungen, sondern durch die Erträge, die sich immer weiter selbst vermehren. Welche Anlageformen führen zur Freiheit? Um von deinem Kapital leben zu können, brauchst du eine sinnvolle Anlagestrategie. Das bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Erstens: Aktien und ETFs. Langfristig sind Aktien eine geeignete Anlageklasse. Wer global investiert, etwa in einen Welt-ETF, nutzt das Wachstum von tausenden Unternehmen gleichzeitig. Aufgrund der breiten Streuung sinkt das Risiko. Historisch lag die Durchschnittsrendite bei rund 6-8% jährlich. Zweitens: Immobilien. Immobilien sind greifbar, bieten Mieteinnahmen und gelten als wertstabil. Aber sie sind kein Selbstläufer. Instandhaltung, Leerstand, steigende Zinsen, all das kann Renditen drücken. Dennoch sind sie für viele ein solider Baustein. Drittens: Diversifikation. Eine gesunde Mischung ist entscheidend. Viele setzen auf 60% Aktien, 30% Anleihen und 10% Liquidität. So bleibt man flexibel, nutzt Chancen und kann auch Krisen überstehen, ohne in Panik zu verkaufen.
Beispielrechnung für finanzielle Freiheit. Lass uns das Ganze einmal mit ein paar Beispielen in dieser Tabelle konkret machen. Die Zahlen sind zwar recht hoch, aber nicht unrealistisch, wenn man sie langfristig plant. Wer jung anfängt, profitiert enorm. Selbst mit durchschnittlichem Einkommen kann man durch konsequentes Sparen, kluge Investments und Zeit diese Beträge erreichen. Der Einfluss der Inflation. Ein oft übersehener Faktor ist die Inflation. Wenn die Preise um 2 bis 3% jährlich steigen, verliert dein Geld schleichend an Kaufkraft. Was heute 25.000 Euro sind, entspricht in 20 Jahren bei 2% jährlicher Inflation rund 37.000 Euro. Das wäre dann nur noch eine Kaufkraft von etwa 16.800 Euro. Wer also plant, sollte immer einen Puffer einkalkulieren. Am besten 20 bis 30% mehr Kapital, um zukünftige Preissteigerungen abzufangen. So kannst du sicherstellen, dass deine Freiheit nicht an der Inflation scheitert. Die Rolle der Ausgaben. Viele konzentrieren sich nur auf das benötigte Einkommen aus dem Vermögen, aber der entscheidende Hebel liegt auf der Ausgabenseite. Je weniger du zum Leben brauchst, desto schneller erreichst du dein Ziel. Wenn du deine Lebenshaltungskosten um 1.000 Euro senken kannst, sparst du nicht nur jeden Monat Geld, sondern brauchst auch deutlich weniger Kapital, um finanziell frei zu sein. Ein Beispiel: Wer 3.000 Euro monatlich benötigt, braucht 900.000 Euro. Wer mit 2.000 Euro im Monat auskommt, braucht nur rund 600.000 Euro. Das sind 300.000 Euro weniger Kapital. Ein sparsamer Lebensstil kann also den Weg zur Freiheit um Jahre verkürzen. Die psychologische Seite. Finanzielle Freiheit beginnt nicht auf dem Konto, sie beginnt im Kopf. Viele Menschen unterschätzen, wie stark Emotionen ihre Entscheidungen beeinflussen. In guten Zeiten überschätzen sie ihre Fähigkeiten, in Krisen verkaufen sie panisch. So vernichten sie langfristig Rendite. Wer wirklich unabhängig werden will, muss die Psychologie des Geldes verstehen. Geduld, Disziplin und Rationalität. Finanzielle Bildung hilft enorm, um klügere Entscheidungen zu treffen. Langfristiger Erfolg an der Börse ist weniger eine Frage des Wissens als eine Frage der Haltung. Alternative Einkommensquellen. Neben Kapitalerträgen gibt es weitere Wege, mehr oder weniger passives Einkommen aufzubauen. Digitale Produkte oder Online-Kurse, Lizenzeinnahmen, Bücher oder Software, Einnahmen aus Blogs, YouTube oder Podcasts, allerdings weniger passiv, oder Unternehmensbeteiligungen. Solche zusätzlichen Einkünfte können den Kapitalbedarf deutlich senken. Wenn du zum Beispiel monatlich 500 Euro passiv verdienst, brauchst du 150.000 Euro weniger Kapital, um denselben Lebensstandard zu halten. Jede Form von Einkommen, die ohne direkte Arbeitszeit entsteht, verkürzt den Weg zur Unabhängigkeit. Steuerliche Aspekte. In Deutschland gilt, Erträge aus Kapitalanlagen sind steuerpflichtig. Abgeltungssteuer von 25%, zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Es gibt einen Steuerfreibetrag, der sogenannte Sparerpauschbetrag, von aktuell 1.000 Euro. Der gilt übrigens auch für Kinder. Eine gute Steuerstrategie kann mehrere tausend Euro Unterschied pro Jahr machen. Was finanzielle Freiheit wirklich bedeutet. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um Kontrolle. Die Kontrolle über deine Zeit, deine Entscheidungen und dein Leben. Vielleicht brauchst du gar keine Million, sondern nur das Gefühl, genug zu haben. Finanzielle Freiheit ist erreicht, wenn du sagen kannst, ich tue das, was ich will, nicht das, was ich muss. Finanzielle Freiheit ist machbar, aber sie erfordert Planung, Disziplin und Geduld. Wer früh anfängt, regelmäßig spart und breit investiert, kann auch mit durchschnittlichem Einkommen innerhalb von 25 bis 30 Jahren ein großes Vermögen aufbauen. Vorausgesetzt, man lebt bewusst, bleibt realistisch und lässt das Geld langfristig arbeiten. Freiheit ist also kein Traum für Reiche. Sie ist ein erreichbares Ziel für alle, die Verantwortung für ihr Geld übernehmen. Hat dir das Video gefallen? Dann würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Hier verlinke ich dir noch ein Video, das dir ganz sicher auch gefallen wird. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.